Nach der Laboranalyse in Jordanien bekam ich schon nach 3 Tagen durch einen Firmenkurier das passende Medikament. Ich war immer wieder überrascht, wenn es wichtig war, wie gut das alles organisiert war. Auch die Lieferung des Mineralwassers, auf das ich mich schon seit Wochen gefreut hatte, war endlich eingetroffen. Mehrere Tonnen deutsches Sprudelwasser lagen auf einem Frachtschiff im Hafen und mussten nur noch entladen werden. Aber Frank bekam die Ladung nicht aus dem Zoll, weil die Proben, die die Zöllner genommen hatten, nicht mit den Einfuhrpapieren übereinstimmten. Es war nur eine Kleinigkeit, im Unterschied in der Angabe der Mineralien auf dem Flaschenetikett. Um die Flaschen dann aber doch noch aus dem Zoll zu bekommen, traf sich Frank abends mit den Zöllnern und aß mit ihnen unter freiem Himmel gekochten Hammel. Spät in der Nacht stürzte er ins Haus, rannte ins Bad und übergab sich. Ich musste die gekochten Augen essen, meinte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ich konnte es ja nicht ablehnen, aber es schmeckte einfach ekelhaft. Doch trotz der Verhandlungen blieben die Zöllner hart. Die Flaschen wurden auf einem Platz in der Nähe der Baustelle abgeladen. Ein Koreaner wurde abgestellt, mit einem Bulldozer die Flaschen alle zu vernichten. Eine Zeit lang wurde der Mann von den Zöllnern beaufsichtigt, aber irgendwann ließen sie ihn alleine weitermachen. Der Arbeiter hatte aber scheinbar keine Lust, in der prallen Sonne zu arbeiten und verschwand auch. Und so kamen wir in den Genuss von gutem deutschen Markensprudelwasser. Denn unsere Männer luden ihre Pickups voll und verteilten das Wasser in den Häusern. Während mein Bauch sich immer mehr rundete, lernte ich mittlerweile die Frauen kennen und auch viele der Männer, die hier lebten. Eine attraktive Französin, Claudette, stach aus allen heraus. Sie war mit einem Ingenieur verheiratet und arbeitete als Sekretärin in einem der Baustellenbüros. Sie trug trotz Sand und Hitze nur hochhackige Schuhe und enge, kurze Röcke. Und sie vergaß auch nicht, immer wenn man sie traf, zu erwähnen, dass sie in Deutschland einen Rolls-Royce in der Garage stehen hätte. Man munkelte, dass sie eine Affäre mit dem gut aussehenden Berufstaucher hatte. Der wiederum war mit einer langbeinigen Engländerin verheiratet und hatte 2 kleine niedliche Töchter. Außerdem gab es noch eine Philippinin, die mit einem deutschen Handwerker verheiratet war. Ihr deutscher Sprachschatz bestand einzig und allein aus 2 Wörtern: Schweinebraten und Prost. Ich hatte mich im Laufe der Zeit mit der Frau eines Kaufmanns angefreundet. Aber es dauerte nicht lange und sie verließ mit ihren Söhnen über Nacht das Camp, ohne sich zu verabschieden. Aber es war nichts Besonderes, ich kannte das ja schon. Die Ehen zerbrachen leichter unter der Belastung des Auslandslebens. Aber die Männer blieben da und verrichteten mit verschlossenen Gesichtern weiter ihre Arbeit. Frank und ich dagegen schmiedete dieses Leben noch fester zusammen. Ich fühlte mich in seiner Nähe einfach unverletzlich. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.